Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Nachdem wir uns hier die Trepsticphasen angeschaut haben, was wir euch im letzten Video gezeigt haben, machen wir uns jetzt auf den Weg nach das historische Samenkirchendorf Fatmomake. Wir sind jetzt auf dem Weg zu einem kleinen Sami-Dörfchen, und zwar Fatmomake, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Mal schauen, wie es da so aussieht. Das Wasser schmeckt nämlich besser, als was wir ihm immer geben. Ja, Na, schmeckt's? vom Parkplatz aus ist es eine kleine Wanderung über 2 Brücken. Und dann geht es weiter diesen Fluss entlang. Fatmomake ist ein einzigartiges Kirchendorf in Schweden, das tief in der Wildnis von Lappland liegt. Seit dem 18. Jahrhundert dient es als wichtiger Treffpunkt für die Sami und schwedischen Siedler, insbesondere zu kirchlichen Feiertagen. Früher war Fatmomake ein zentraler Treffpunkt für nomadische Rentierhirten, die hier zu kirchlichen Anlässen zusammenkamen. Während dieser Treffen wurden nicht nur Gottesdienste abgehalten, sondern auch soziale und geschäftliche Angelegenheiten geregelt, etwa Hochzeiten, Taufen oder Handelsgeschäfte. Keine zu Hause. Tja, leider sind sie alle zu. Schade. Hier stehen auch viele Kotten von den Samis rum, aber leider sind auch einige davon ziemlich baufällig. Richtige Ruine. Hier steht ein kleiner Aufpasser vor der Tür. Dieser Kotten ist wohl ganz eingestürzt. Und hier steht schon keiner mehr. Nur noch die Feuerstelle da.
Ich glaube jetzt doch noch, dass die nach hierhin kommen für die Feierlichkeiten, weil das ist doch alles neu hier. Ja. Das ist wohl irgendwie gesichert mit einem Zahlenschloss hier. Das Besondere an Fatmomakke sind die traditionellen Sami-Kotten, die hier zusammen mit alten Holzhäusern der Siedler stehen. Während die Samis ihre typischen runden Zelte, die Kotten, benutzen, errichteten die sesshaften Siedler kleine Blockhütten. Diese Mischung aus nomadischer und sesshafter Bauweise macht den Ort zu einem faszinierenden Freilichtmuseum. Na, das sieht doch noch gar nicht alt aus. Schönes Häuschen. Hier kehrt wohl jemand nur vor seiner eigenen Tür. Fatmomakke wird auch heute noch von den Sami genutzt, wenn auch nicht mehr in den Umfang wie früher. Besonders zu religiösen Festen wie Johannistag, Mittsommer oder Kirchweih kommen die Sami und andere Besucher in das Kirchendorf, um alte Traditionen zu pflegen. Heute ist Fatmomakke eine der besterhaltenen Kirchdörfer Schweden und vermittelt eindrucksvoll die Kultur und die Lebensweise der Samis. Besucher können durch das Dorf spazieren, die verschiedenen Kotten und Gebäude betrachten und mehr über die Geschichte dieses besonderen Ortes erfahren. Wir befinden uns hier am Vilsmarkswegen, eine der schönsten und hochgelegenen Straßen Schwedens. Besonders bekannt ist das Stekenjokk-Plateau, das auf fast 900 Meter Höhe liegt. Doch das Beeindruckendste hier oben ist nicht die spektakuläre Landschaft, sondern die vielen Rentiere, die hier frei herumlaufen. To me, and I hope you understand that I am not quite ready, but I think that soon I am. I know I like it, this thing, the way that
Sami nutzen diese Region als Sommerweide für ihre Rentiere, da es hier oben angenehm kühl ist und genügend Futter gibt. Die Tiere ziehen jedes Jahr mit die Jahreszeiten und verbringen den Sommer in die Berge, bevor sie im Winter in tiefe, schneefreie Gebiete wandern. Hier am Steckenjoch ist es fast garantiert, auf eine Rentierherde zu treffen. Oft stehen sie mitten auf die Straße, laufen gemütlich vor die Autos her oder grasen ganz entspannt neben der Fahrbahn. Sie sind nicht besonders scheu, aber Vorsicht, sie können auch ganz plötzlich die Straße überqueren. You drag out the best in me. Next to you is Wonderland. But I've got baggage, stories, things that almost wrecked me. And I'm scared as hell. This broken heart of mine is yours to keep at your place. And once you realize that all I need is you, soon you'll be in my arms. But until then, I hope you understand that I am scared as hell. Another day if you won't be there. And when I'm done with this, my heart will be complete. But I never thought that you could, and I'll never think that you can understand why I am scared as hell. This is quite new to me, and I hope you understand. This broken heart. Unser nächster Halt ist der Brakkarfallet, ein echter Geheimtipp in der Wildnis Schwedens. Der Brakkarfallet ist ein beeindruckender Wasserfall, der sich in mehreren Stufen seinen Weg durch die dichten Wälder bahnt. Mit seinem rauschenden Wasser und der unberührten Natur drumherum bietet er einen perfekten Ort für eine kleine Pause und beeindruckende Aufnahmen. Ein kleiner Pfad führt direkt hinunter zur Basis des Wasserfalls, wo man die ganze Wucht des Wassers hautnah erleben kann. Aber Vorsicht, der Weg kann manchmal etwas rutschig sein. Festes Schuhwerk ist hier auf jeden Fall ratsam. Wanderschuhe. Ja. Das zum Thema Wandern gehen. Mit diesen Schuhen hier. Konntest du nicht ein bisschen warten? Ja, ja. Das passiert, wenn man kein Wanderschuhe anzieht. So, bis hier sind wir gekommen und hier brechen wir ab. Das ist alles viel zu matschig hier, zu glatt. Robby ist schon einmal gefallen, das bringt hier nichts. Der letzte Stopp für heute ist der Hellingsefället, einer der spektakulärsten Wasserfälle Schwedens. Dieser mächtige Wasserfall stürzt etwa 40 Meter in die Tiefe und bildet dabei eine beeindruckende Schlucht, die als einer der längsten Kluften Skandinaviens gilt. Besonders beeindruckend ist das enorme Volumen an Wasser, das mit voller Wucht in die Tiefe stürzt und dabei einen feinen Sprühnebel erzeugt, der je nach Sonnenstand wunderschöne Regenbögen zaubert. Ein gut angelegter Wanderweg führt uns direkt an den Rand der Schlucht, wo wir die ganze Kraft des Wassers aus nächster Nähe erleben können. Die Umgebung ist hier einfach magisch. Dichter, fast märchenhafter Wald, moosbedeckte Felsen und die ständige Gicht in der Luft. Kein Wunder, dass der Hellingsefället oft als einer der schönsten Wasserfälle Schwedens bezeichnet wird.
da hinten noch, ob wir da was sehen können. Für uns ein absolut perfekter Abschluss dieses Tages. Ein Ort, den man einfach erlebt haben muss, wenn man in dieser Region unterwegs ist. Im nächsten und letzten Teil dieser Serien schauen wir uns einen Braunbären an, übernachten an einem wunderschönen See, wo uns mitten in der Nacht das Gas ausgeht und machen einen letzten Stopp in Brunsbüttel. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst gerne ein Like da oder abonniert den Kanal. Vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, um kein neues Video zu verpassen.